Hallo und herzlich willkommen zu diesem Produktvorstellungsvideo. Und zwar geht es diesmal um mein Gouache-Set. Ich habe ja eins entwickelt, was diese Technik mit Gouache ja, nachahmt, sozusagen digital. Diese ganzen Bilder hier habe ich mit diesem Set gemalt. Glaube ich zumindest, dass das nur die sind. Ach so, ja, und hier siehst du eine kleine Übersicht, was da alles mit drin ist. Und wir gehen da aber trotzdem noch einmal zusammen durch. Ich habe auch noch einen neuen Pinsel entwickelt, der wird später dann nochmal zu dem Set kostenfrei jetzt für alle, die dies schon haben, mit hinzugefügt, mit einer ganz coolen Funktion. Aber das zeige ich dir dann gleich. Also ich öffne hier eine Leinwand in Bildschirmgröße ganz normal und ich werde dir jetzt hier einmal kurz einen ganz schnellen Überblick geben, was die Pinsel so machen und was die so können. Wir nehmen uns hier das Tortenträumchen, das sind ja so schöne Farben, die mögen wir gern. So, das ist der Liner und der Liner, der malt normale Linien, die sind nicht druckempfindlich, damit kannst du super Outlines machen. Du kannst damit ganze Dinge füllen. Was alle Pinsel haben, das zeige ich dir jetzt, das ist diese Funktion, dass wenn du eine Schicht über die andere malst, dass du das immer siehst. Also du siehst immer, wo du gewesen bist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das auf diesem Video gut erkennt, aber du siehst hier immer so diese kleine nasse Kante. Und das ist bei allen Pinseln so, also zumindest die, die so deckend malen, ja. So, das ist also wie gesagt der normale Liner und du könntest jetzt hier, sagen wir jetzt mal, wir nehmen eine dunklere Farbe und jetzt gehen wir einmal hier rein und malen hier so schöne Gouache-Doodles. Das ist halt etwas eher so für die Outline. Das hat auch keine große Pinselstruktur oder sowas. Das ist halt ein ganz normaler Liner, der aber wie gesagt mit der Art und Weise, wie er malt, den anderen Pinseln angepasst ist. Sonst hätte man ja auch einen normalen Monoliner nehmen können. Ne? Aber ich finde, so ein guter Liner gehört in jedes Set dazu. Und was natürlich auch geht, der ist ja deckend, ist ja klar. Du kannst jetzt hier eine hellere Farbe nehmen und dann kannst du hier auch drüber malen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und das ist dann auch deckend. Also du kannst auch hier, wie du siehst, so kleine Doodles in Gouache-Optik machen mit dem Ding. So. Hier fehlt noch was. Was auch immer schön aussieht, wenn du dann ganz klein malen möchtest und so Details hinzufügen möchtest, wie man das häufig auch bei Gouache macht, wenn das dann trocken ist, dann kann man dann hier das richtig schön malen. So, und dann können wir auch noch mal ins Dunklere gehen und auch die hier zum Beispiel noch mal ein bisschen zur Geltung bringen. So. Wie du siehst, der ist ja wie gesagt nicht druckempfindlich, dieser Stift. Und das bedeutet, die Kante, die Außenkante, die bleibt so rund. Die wird nicht spitz oder so, das bleibt einfach so, wie es ist. So, jetzt kommen wir zum nächsten, das ist der Runddeckendpinsel. Der hat im Prinzip die gleiche Deckkraft, ist halt eben nur ein richtiger Pinsel. Und mit dem kannst du natürlich dann sowas malen wie Blattstrukturen. Zum Beispiel. Natürlich kannst du damit auch noch ganz viele andere Sachen machen, aber gerade fürs Blättermalen ist der ganz gut oder fürs Lettern auch. Also du fängst mit wenig Druck an und machst dann viel Druck und dann kannst du hier, Moment, wunderschöne deckende Blätter malen. So, und das ist eigentlich egal, ob du von oben nach unten arbeitest, von links nach rechts oder was weiß ich. Das spielt keine Rolle. So, und ich werde jetzt hier mal noch einen helleren drüber setzen und werde dir jetzt hier einmal zeigen. Du siehst hier ganz, ganz, ganz minimales Durchschimmern. Wirklich sehr, sehr fein. Das ahmt so ein bisschen die Gouache-Farben, die so halbtransparent sind, nach. Du kannst das auch dir anders einstellen. Wenn du es richtig dickdeckend haben möchtest, kannst du auch die Ebene zum Beispiel duplizieren von dem Blatt. Oder du kannst dir dann die Pinseleinstellungen nochmal, du kannst natürlich jederzeit in die Pinseleinstellungen gehen und dir das hier alles verstellen, was du hier richtig haben möchtest, ja. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Da kannst du das dann auf gleichmäßig deckend oder so stellen. So, ansonsten, wie gesagt, du kannst natürlich auch, bei Gouache ist es natürlich so, das soll ja schon irgendwie echt sein. Und wenn man dann natürlich komplett, finde ich zumindest, komplett deckend malt, dann sieht man ja diesen Effekt gar nicht mehr, dass man da irgendwas anderes benutzt hat, außer einen digitalen Pinsel wie so ein Monoliner. Und deswegen hat er halt eben diese minimale, ja,
wässrige, das ist ja ein Produkt auf Wasserbasis, diese ganz minimale Transparenz in dem Sinne. Also deckend ist es trotzdem, wenn man so guckt. Und wie gesagt, du kannst auch die Ebene doppeln, wenn dir das bei einem Element jetzt wichtig ist. Ansonsten malt das halt eben so und es deckt ja trotzdem ab. So, also das ist einmal das. Und was ich dir dann noch zeigen wollte, ist dann dieser Effekt, der dann hier zustande kommt, wenn ich jetzt hier nochmal so eine helle Dings drüber mache, wirst du es gleich sehen. Du siehst also, man kann die hellen Sachen voneinander unterscheiden durch diese nasse Kante, die hierbei entsteht. Und das finde ich ist eigentlich das Coolste fast an diesem Set, dass man da diesen Unterschied hat und richtig trotzdem diese hellen Sachen aufeinander malen kann. Also das eine deckt das andere quasi ab. Und das ist ja das, was Gouache auch kann. So. Dann gehen wir weiter. Ich mache jetzt mal eine neue Ebene, das habe ich gerade eben vergessen, ist aber nicht so schlimm. Und ich springe jetzt einmal zu flachdeckend. Im Prinzip ist das der gleiche Pinsel, es ist halt nur mit flachen Strichen. Ja? Und du siehst auch, wenn ich hier mehrere Schichten übereinander mache, dann sieht man das auch mit dieser Kante. Machen wir doch jetzt einfach mal hierzu eine Vase. Na, das ist ein bisschen groß, ne? Nein, wir machen das anders. Wir malen einfach eine neue Vase und packen dann gleich noch eine Blume mit rein. Also, ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner. Also ich arbeite ja hier die ganze Zeit auf einer Bildschirmgröße und mit diesem schönen Pinsel kannst du dann hier richtig Ecken und Kanten malen. Also geometrische Figuren, also ein Flachpinsel ist schon echt sinnvoll, wenn man den hat. Und hier bei dem Gouache, da kriegst du dann eine richtig tolle Struktur hier in deinen Pot. Und je nachdem, wie du den auch kippst, verändert der auch die Helligkeit, Dunkelheit und so weiter. So, wir können auch noch eine andere Schicht drüber machen hier. So ein bisschen. Wir können dem Ganzen auch hier noch vielleicht so eine Kante mit hinzufügen. Ja, so. Und dann haben wir hier einmal so einen Pot. So, jetzt hüpfe ich wieder zurück und zwar zu rund transparent. Im Prinzip ist ja wie gesagt runddeckend und flachdeckend ist das gleiche, nur die Pinselspitze ist eine andere. Und das gleiche habe ich einmal nochmal bei rund transparent und flach transparent. Ja, es ist also im Prinzip auch nur zwei verschiedene Pinsel mit derselben Technik. Jetzt sind wir bei rund transparent und da malen wir jetzt einfach mal ein paar, weil das so transparent ist, ein paar Blumenblätter, die halt aus diesem Ding kommen. Deswegen setze ich mir die darunter, die Ebene. Passe den Pot nochmal hier an. Macht den mal ein bisschen, also größer macht man ja normalerweise hier nicht bei diesem Programm, weil das ein Pixelprogramm ist und das zerstört dann hier alles. Also das wird dann ganz verpixelt, aber das ist jetzt für dieses Vorführen jetzt nicht ganz so wichtig. So, ich mache das mal auf die Größe, dass du es auch gut sehen kannst. Bin jetzt bei 10% ungefähr und habe jetzt diesen rundtransparenten Stift. So, und dann gehe ich jetzt einmal hier hoch und du siehst schon, der ist sehr, sehr zart. Und hier kommen jetzt halt so längliche Blätter raus. Und dadurch, dass der transparent ist und je nachdem, was du hier auch für einen Druck aufbaust, kommt er hier auch in verschiedenen Transparenzen. Ja, das ist so ein bisschen... So. Und so hast du hier eine wunderschöne Pflanze mit transparentem Gouache und vor allem die Struktur hat eine super tolle Pinselstruktur. Ne, das sieht richtig klasse aus. So, jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen kleiner machen. Und wir gehen jetzt einmal zu dem Flachtransparenten. Das ist ja im Prinzip das gleiche wie dieses hier. Und da kannst du dann zum Beispiel auch einen Hintergrund mitmachen. Dann bauen wir uns mal hierfür eine neue Ebene darunter. Und jetzt machen wir mal hier so einen transparenten Hintergrund. Ja, mit eckig. So, das wäre jetzt so eine Kombination, die man machen könnte. So, jetzt gehe ich einmal zurück, weil du siehst hier ist rund verwässert. Und das ist ein Pinsel, der ist für riesengroße Flächen gedacht und vor allem, wenn du sehr, sehr wässrig arbeiten möchtest. Ich mache mal jetzt hier alles andere aus und dann machen wir mal hier gelb, machen den auch ganz groß und dann gehen wir hier einmal drüber und du siehst so gut wie nichts. Das ist ganz minimal, was man hier sieht. Hier ist einmal orange. Und wie du siehst, verwässert sich der Pinsel. Also das heißt, wenn du auf dem Tablet bleibst, dann verwässert er sich in sich selbst.
Der macht also ganz, 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 ganz zart hier was drauf. Das sieht man also, wie gesagt, kaum. Damit kannst du wunderbare Hintergründe verblenden. Und hier kannst du auch ein bisschen so wie Farben mischen, ja. Ich gehe jetzt einmal in so ein Blau oder machen wir mal hier so ein Rot und Grün, das beißt sich ja. Das ist nicht so gut zusammen. Aber vielleicht so ein knalliges Blau mit dem Rot. Und dann kannst du das hier so rein verwässern quasi. Also wenn du nur einen Strich machst und nicht nochmal drüber gehst und immer wieder einen neuen machst, dann siehst du ja schon, was hier für eine tolle Optik dann entsteht. Du kannst aber, wie gesagt, wenn du berührst und bleibst und wieder zurückgehst, verwässerst du das Ganze. Ne? So. Was du auch machen kannst, ist hier einmal auf diesen Finger drücken und dann kannst du aus diesem Tool ein ganz feines Verblendungstool machen, wo du dann ein bisschen gezielter verblenden kannst. Das geht hiermit auch sehr gut. So, das ist einmal dieses hier. Also du siehst es, das wäre jetzt ein sehr, sehr wässriges Gouache. So, das hatten wir schon, flachtransparent hatten wir auch und jetzt kommen wir zu den runddeckenden Borsten. Und hier werde ich dir jetzt einmal zeigen, was das hier jetzt für Pinsel sind. Das sind, hier ist einmal, Entschuldigung, der ist dazwischen gemixt, weil ich da noch was ausprobiert habe. Also Borsten 1 und Borsten 2 haben wir hier und Borsten nass. Das sind also 3 Borstenpinsel und die sehen folgendermaßen aus. Wenn ich mit dem hier einmal gehe, dann siehst du hier so eine Struktur der Borsten. Ja, der ist also ein bisschen trockener, dieser Pinsel. Und das Besondere ist, wenn du in eine helle Farbe gehst und nicht dunkel malst, dann werden diese Kanten ein bisschen wie schmutzig. Ja? Siehst du das? Also du ziehst damit richtig noch so eine Borsten, wie als würdest du die untere Schicht mit hochziehen. Ja, das ist super cool für Effekte, zum Beispiel, wenn du mit Weiß malst wenn du Felsen malen möchtest oder sowas, dann hast du direkt schon passendes Grau, was du nachher schön verblenden kannst. Also so wie richtiges Gouache, wenn du so zwei solche hellen mit ihrem eigenen Schattenton verblenden möchtest. Dafür ist das super cool. So, und jetzt gehen wir nochmal hier in was Dunkleres. Ne? Und du siehst ja, wenn du dann diese benutzt, da ist das nicht so. Also bei dunklen Farben siehst du einfach nur diese Pinselstruktur und dieses Verwischen. Da kannst du so ein bisschen diesen trockenen Pinsel mit mimen. Und das passiert jetzt bei helleren Farben. So, und dann hast du aber auch noch einen, wo das jetzt nicht so ist, oder beziehungsweise nicht so extrem. So, nehmen wir mal jetzt hier mal eine andere Farbe. Und zwar ist das einer, der hat jetzt ein bisschen, der hat zwar auch Borsten, aber die sind halt sehr weich. Und auch die Kante ist relativ weich, wie du siehst. Ne? Also man sieht trotzdem diese Übereinanderlappung. Und man sieht auch, das zeige ich dir dann vielleicht auch mit einem dunkleren Ton, dann sieht man das besser. Da siehst du halt, also man sieht hier auch die Pinsel, aber das Ganze ist in sich ein bisschen weicher. Es eignet sich auch natürlich super zum Verblenden. Wenn ich jetzt hier einmal gedrückt halte, dann komme ich automatisch hier rein und dann kann man hier mit diesem Pinsel auch die Schichten hier ein bisschen ineinander laufen lassen, wenn man das möchte. Das wäre jetzt so eine Verblendung, die mit Gouache sehr super möglich ist. Also auch natürlich klar mit echten, das lehnt sich ja daran an. Also man sieht noch die einzelne Farbe, die man hin und her geschoben hat. Das wäre jetzt so eine klassische Verblendung mit Gouache. Ja. Du kannst im Prinzip alle Pinsel auch zum Verblenden nutzen. Also zumindest diese mit den Borsten, die halt ein bisschen Struktur haben und auch diese ganzen verwässerten. Das geht ganz gut. Ich habe aber auch noch einen richtigen Verblender hier mit bei. So, da kommen wir jetzt aber gleich zu. Jetzt mache ich erstmal noch mal Borsten nass. Und da setzen wir dann auch mal hier, ich mache dieses Bild mal ein bisschen kleiner. Das habe ich jetzt natürlich hier ganz toll gemacht, okay. Ich bin ein bisschen unorganisiert. Wenn ich so keine konkrete Sache habe, dann wird es ein bisschen komisch. So, also hier siehst du es ja. Das ist jetzt auch so dieser weiche Pinsel. Da bin ich auch immer noch drin. Das ist der Borsten Nasspinsel. Und da siehst du schon, der ist halt feucht. Ne? Und der nimmt auch wieder, also der ist dann eben dementsprechend auch nicht ganz so deckend. Und der hat eine ziemlich krasse Pinselstruktur. So. Das sind also diese 3. Und dann kommen wir auch gleich hier zum Verblender. Und dafür werde ich dann doch mal hier den ganzen Kram einmal löschen. Und dann werden wir mal hier in so ein schönes Farbspektrum gehen. Das wäre jetzt, wenn ich mit diesem Verblender male. Ja, also du siehst, der malt verschieden. Na, wie soll ich das nennen? Der nimmt die Farbe auch wieder mit. Ne?
und macht dann diese Struktur da rein. Damit kann man also auch malen, klar, ne? Aber es ist eigentlich mein gedachter klassischer Verblender. Und ich gehe jetzt hier einmal in den normalen runddeckenden Pinsel und ich baue hier mal, ich mache das mal ein bisschen größer, damit es schneller geht. Und dann machen wir uns mal hier so eine Abfolge von Farben, die man gut miteinander verblendet. Im Normalfall. So, jetzt sind wir einmal hier auf dem Verblender und dann zeige ich dir einmal, wie der geht. Du kannst einmal so verblenden, ganz zart, die Kanten in längs quasi, ja, dass du so ganz langsam rüber arbeitest und wieder zurückarbeitest und dann hast du hier diese zwei Farben ineinander verblendet. Du kannst es aber auch mit ein bisschen mehr Struktur machen und zwar wäre das dann, dass du das so einmal hin und her ziehst über und dann hier ineinander verblendest. Das geht auch. Also es gibt natürlich dann verschiedene Verblendungen. Ne? Hier ist das Ganze so ein bisschen gemanschter sozusagen, wenn man das hochkant macht, immer miteinander. Und je nachdem auch welche Größe du hier benutzt. Ne? Und hier machst du halt hin und her so eine Zackenstruktur. Also gehst du mit der Farbe oder gehst du ohne Farbe. So. Du kannst auch hier noch die Dingskraft runtersetzen. Jetzt muss ich gerade selber mal gucken. Und zwar bei den Eigenschaften minimale Deckkraft würdest du jetzt hier runtergehen. Und dann bist du bei dem Verblender, wenn du dann hier runter gehst, dann kannst du auch die Deckkraft dessen nochmal separat bestimmen und rausnehmen. Das heißt also, du kannst auch nur sehr, sehr leicht verblenden, wenn du das möchtest. Das ist eine kleine manuelle Einstellung. Ich habe den Pinsel so entwickelt, der soll mir komplett verblenden. Kannst du, wie gesagt, aber auch hier die minimale Deckkraft runtersetzen, wenn du das gerne möchtest. So, das sind also die Möglichkeiten des Verblenders. Und dann gibt es noch hier trockene Borsten inklusive Verblender. Also das ist für beide Techniken super duper geeignet. Und da zeige ich dir jetzt auch einmal mit der gleichen Abfolge am besten, wie das Ganze dann aussieht im Vergleich. So, das ist jetzt einmal, ach, das machen wir mal hier ein bisschen größer und dann kannst du das dann gleich sehen im Vergleich. Also das wäre jetzt einmal so rum und so rum. Und, nee, so hatte ich mir das nicht gedacht. Freiform ist das Richtige. So. Und dann gehen wir nochmal hier in den runddeckenden und dann malen wir noch ein bisschen gelb und dann hatten wir orange und dann hatten wir noch ein bisschen dieses Rot. So, und jetzt gehen wir einmal in diese Borsten rein. Und das sieht folgendermaßen aus, wenn du das verblendest. Das würde ich immer so machen. Das macht eine ganz, 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 ganz feine, borstige Verblendungsstruktur. Super ist das, wenn du Blätter malst. Also da ist das richtig cool. Da kannst du tolle Effekte mitmachen. Ne? Hier so mit diesem, wenn du dir das jetzt hier als Blatt vorstellst und dann solche Effekte und wenn du dann mit der Blattstruktur mitgehst, dann kannst du dann solche Sachen so ein bisschen mehr so Richtung Adern, so ganz feine Adern bei Rosenblättern oder sowas. Ich kann dir auch gleich noch mal ein Beispiel zeigen. Ich gehe einmal hier raus in die Galerie. Und dann zeige ich dir, also ich habe das ja alles damit gemalt. Das hier zum Beispiel, das ist sehr grob verblendet, wie du hier siehst. Dann habe ich aber auch noch eins, das ist sehr, sehr fein verblendet. Jetzt muss ich gerade einmal gucken. Das war dieses hier. Da siehst du jetzt diese feine Struktur, nicht wahr? Also das ist hier mit mehreren Farben und dann so ineinander laufen lassen und dann sieht das also wirklich fantastisch aus, finde ich. Also da kriegst du ja super coole Effekte mit. Ne? Das habe ich alles halt mit diesem Gouache-Set gemalt. So, das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann, genau, da hast du jetzt, wie gesagt, diese Struktur. Und du kannst das Ganze auch wieder rückwärts machen, indem du halt das Rote jetzt zum Beispiel dieses Orangene oder das Gelbe in das Orangene laufen lässt. Und ja, das geht ganz prima damit. Dann geht es einmal weiter. Und zwar kommen wir jetzt einmal zu den Bonuspinseln. Da wollte ich dir einmal zeigen, wie die funktionieren. Ich mache das hier einmal nochmal raus. Und dann machen wir hier nochmal, einmal hier mit Gelb. So, das ist der Farbenmix-Pinsel. Das ist ein neuer Bonus, der kommt für alle, die das Set schon haben, noch mit dazu als Datei. Das kannst du dir dann auf deiner also da, wo du die Dings gekauft hast, bekommst du ja einen Link von mir und da kannst du dir alles runterladen. Da wird das hinzugefügt. Das heißt, du brauchst nur noch einmal auf diese Seite gehen und kannst es dir dann nochmal nachladen. So, und das wäre jetzt hier zum Beispiel einmal das Gelb und dann machen wir mal hier einmal ein bisschen Rot, ja, von der Seite. Und du siehst, es mischt sich in ein schönes Orange. Ne? Das ist ein Farbenmixpinsel, der vermischt halt Farben. Und dann nehmen wir mal ein helleres Blau. Jetzt muss ich gerade mal hier gucken.
Nehmen wir mal ein bisschen Blau und was mischt sich gut? Blau und Rot. Ja, und dann erhältst du hier so ein helles Lila aus diesen beiden Tönen. Oder du nimmst so ein Blau mit einem Gelb. Und hier hast du halt die Möglichkeit, das ist jetzt, man muss hier ein bisschen gucken, in der Harmonie, jetzt muss ich gerade einmal schauen, wenn das Blau ist und in der Harmonie das Gelb. So, dann mixt sich das halt eben auf. Im Normalfall müsste das ein Grün werden. Ist das so? Blau und Gelb gibt ein Grün. Da kommt es dann halt auch immer drauf an, wie viele, was für eine Farbe man da genau nimmt. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist ein Farbenmixpinsel und eigentlich so eine coole Sache, um Farben irgendwie zusammenzupacken. Also du siehst jetzt hier, das Blau wird jetzt ein bisschen heller mit dem Grün. Und Grün in Grün wird halt auch heller und immer heller und immer heller. Also das wird immer, ja, immer heller sozusagen, wenn du eine einzige Farbe benutzt. Da habe ich mir gedacht, das ist ein schönes Gimmick, das kommt noch obendrauf gratis mit dabei. Das wird auch zukünftig am Preis nichts ändern. Das ist einfach eine Erweiterung, die halt jeder dann bekommt, der mein Set kauft. So, beziehungsweise auch schon gekauft hat. Dann haben wir hier noch einen, das ist ein Bonuspinsel, der ist, das ist halt auch ein Strukturpinsel, so ein Rundpinsel, der macht hier so halbtransparente Strukturen. Das ist mein Bonus für dich. Den gibt es auch noch mit dabei und der ist allerdings auch jetzt schon im Set mit dabei. Also den müsstest du dir schon längst runtergeladen haben, wenn du das Set hast. So, der ist also quasi schon von Anfang an mit dabei. So, und der macht auch eine schöne Struktur. Ist auch druckempfindlich und ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooler. Der sieht auch so ein bisschen noch angefeuchtet aus. Das ist halt mal noch eine zusätzliche Struktur, mit der du dich ein bisschen austoben kannst. Hier, du siehst es ja, man kann auch hier. So, wenn ich zu groß bin, dann macht er diesen Unterschied hier nicht mehr, aber du siehst, das ist hier das, was der Pinsel kann. Ja, ich muss sagen, ich habe dieses Video, das war schon längst überfällig und ich wollte dir unbedingt jetzt mal auf die Schnelle tatsächlich nur zeigen, wie dieses Set aussieht. Das ist jetzt nicht das perfekteste Video, aber ich hoffe, es hat dir so einen kleinen Einblick gegeben für Dinge, was ich mir so dabei gedacht habe. Und was ich dir jetzt noch zeigen möchte, ist einmal, dass die verschiedenen Papiere, die dabei sind, da nehme ich immer mir ein klassisches, so ein hell oder dunkles Grau, je nachdem, du kannst theoretisch auch schwarz nehmen und es dann nachher aufhellen in der Transparenz. Und dann habe ich folgende Papiere. Einmal das Mixed Media Papier, das würde ich immer mit einer Art Grau oder Schwarzen machen, ganz auf groß stellen und dann kannst du hier einmal diese Papierstruktur hier einfügen. Und du kannst es folgendermaßen machen, du kannst dann mit deinen Pinseln, ich gehe mal zu meinem Lieblingspinsel, ja, und dann mache ich jetzt mal hier so eine ganz einfache Blümli. Und die male ich quasi auf das Papier, wie ich es auch mit Gouache machen würde. Mal ein bisschen dunkleres Grün, noch ein bisschen kleiner. So, und das wäre jetzt so ein bisschen übereinander deckend, malt dieses Medium ja. Da packen wir dann hier noch mal ein bisschen was Kräftigeres hinter. So. Und dann hätten wir jetzt hier unser Vorzeigeblümchen fürs Papier. So, und das ist jetzt auf dem Papier gemalt. Und du kannst es aber auch auf Pappe malen, das zeige ich dir jetzt. Und zwar nehmen wir uns dafür einen Braunton. Ich sag mal, ich hätte gern eine dunkelbraune Pappe. Und dann gehe ich hier auf die Pappe, Kartonpappe. Und dann habe ich hier so eine, ups, da habe ich jetzt aus Versehen keine Ebene gemacht. So, das ist jetzt so eine Pappe. Pappen sind ja manchmal doch ein bisschen mehr orangig, so in dieser Form oder ein bisschen gelblich. Kannst du drüber machen, bis dir die Farbe gefällt. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. So, das wäre jetzt, nee, diese Pappe ist echt hässlich, die ich da gerade fabriziere. Okay, wir machen das nochmal neu. Jetzt muss ich einmal gerade gucken, welche Farbe hat denn Pappe? Sowas hier. So, das kommt dem Ganzen, glaube ich, schon ein bisschen näher. Also dann hast du hier so eine Kartonstruktur, auf die du dann gemalt hast.
Damit das ein bisschen besser scheint, kannst du auch diese Farbe hier drunter machen und das hier dann einmal auswählen und mit einer etwas helleren braunen Färbung, das muss ich gerade einmal gucken, da jetzt einmal so drauf machen. Ja, und dann hast du das Ideal. Es ist quasi diese Pappstruktur und also diese Kartonstruktur und die machst du am besten, indem du halt eine Ebene füllst mit der Grundfarbe und das andere dann heller oder dunkler drauf machst. Du kannst auch, ich mache das jetzt einmal wieder rückgängig, du kannst auch diese Dings hier drauf packen. Das sieht man jetzt schlecht, weil das heller ist, aber du könntest es so machen. Und da kannst du dich hier ein bisschen ausprobieren. So was zum Beispiel hier. Oder, ne gut, das wäre jetzt ein bisschen heftig. Und da kannst du dann gucken, was sich hier so ergibt. Hier unten, das lohnt sich meistens nicht zu gucken, aber weiter oben multiplizieren, wenn es halt dunkler ist. Beziehungsweise, also als der Grundton, du kannst auch den gleichen Ton nehmen. Und dann färbst du das hier auch mit ein. Und hast es aber multipliziert und dann siehst du auch diese Struktur. Ja, kannst das auch ein bisschen heller noch machen, dann kannst du auch das hier ein bisschen heller machen. Das kannst du dir dann justieren, wie du magst. So, das wäre jetzt diese hier, diese Pappe. Genau, das war das Mix Media Papier. Ne? Das kann man hier auch nochmal, wenn man es dupliziert, ein bisschen stärker zur Geltung kommen lassen. Oder halt eben dunkler einstellen. So, das nächste, was ich noch habe, sind zwei Arten von Leinen, und zwar einmal grob und einmal fein. Und ich werde dir das jetzt zeigen, wie du das am besten benutzen kannst. Das heißt also, wir machen jetzt hier zum Beispiel uns ein Grün. Ne, das Grün, das ist ja das gleiche Grün, wie ich auf dem Links habe. Das machen wir anders, machen wir so. Einmal helles Grün und dann mache ich eine neue Ebene und nehme mir dann hier einmal die grobe Struktur, setze die Ebene auf Multiplizieren und dann gehe ich hier einmal mit dem Pinsel drüber und habe diese Leinenstruktur. So, und wenn ich jetzt aber lieber feine Leinen möchte, dann gehe ich hier auf das feine Leinen, mache das auch ganz groß und ziehe dann hier die Struktur. Entschuldigung, jetzt bin ich hier, muss ich natürlich auch auf Multiplizieren gehen. So, und dann habe ich diese zwei Dinge hier ineinander gefügt. Und du siehst jetzt hier den Unterschied. Das eine ist das Grobe, das andere das Feine. Das habe ich jetzt aber nicht schön gemacht. Machen wir das nochmal, damit du es besser siehst. Ich mache zwei Ebenen. Eine machen wir mal mit dem groben Leinen. Multiplizieren. Das ist jetzt nur, weil ich den gleichen Ton genommen habe. Wenn ich jetzt hier schon einen dunkleren Ton nehme, brauche ich auch in der nächsten Ebene auch eigentlich nicht mehr auf Multiplizieren gehen. Ich kann das auch im Normalmodus lassen. So, und da machen wir jetzt einmal feine Leinen. So, und damit du das im Vergleich siehst, was das eine und was das andere ist, setzen wir das jetzt mal hier einfach mittig auf diese Seite und das setzen wir mal einfach mittig auf diese Seite. So, und dann hast du ja auch hier den Unterschied. Ne? Das ist einmal grob und das ist fein. Jetzt ist es so, dass die Gouacheblume, die ist ja jetzt auf dieser Struktur drauf und du kannst sie natürlich auch, ist überhaupt gar kein Problem, drunter packen. Das heißt also, man würde dann die Struktur da durchsehen. Da musst du dann ein bisschen spielen mit den Farben, inwieweit du das dann überhaupt da drinnen dann sehen möchtest. So, das war das. Genau. Normal ist es ja so, wenn du Gouache malst deckend, dann kannst du auf jedem Medium, was du hast, malst du es deckend. Man sieht das Medium darunter dann nicht mehr. Wie gesagt, du kannst es natürlich auch anders machen, aber das ist eigentlich für Gouache so nicht gedacht. Ja, ich hoffe, dass du jetzt einen schönen Einblick hattest in dieses Set. Und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe oder nicht. Ich habe dieses Set etwas kleiner gehalten. Also es sind wirklich die nötigsten Pinsel dabei, um Gouache ja, so nah wie möglich an der Natur oder am Original, sage ich jetzt mal, digital zu gestalten. Und ich habe extra keine 700 Pinsel in diesem Set. Sicherlich kann man Pinselsets erstellen, wo es für jeden Pup und Hans und Franz irgendwie einen eigenen Pinsel gibt. Aus Erfahrung weiß ich aber, zumindest aus meiner eigenen und auch von Kunden und so, weiß ich, dass je weniger Pinsel, desto besser, weil man hat dann so sein kleines Miniset, man benutzt bestimmte Pinsel und damit experimentiert man rum und man hat dann nachher seine Lieblingspinsel und das war's. Also kein Mensch benutzt, glaube ich, bei einem Bild irgendwie 70 verschiedene Pinsel, um irgendwelche Effekte darzustellen. Dieses ist ein super Set. Das ist alles, was du brauchst eigentlich, um Gouache nachzuempfinden. Du kannst, wie gesagt, alle als Pinsel und auch als Verblender benutzen.
Das ist dir ganz freigestellt. Du kannst natürlich auch die Pinsel leicht dir anpassen, wenn du das möchtest und kannst. Was ich dir immer empfehlen würde, nimm nicht das Original, weil das kannst du immer wieder resetten auf den Ursprungszustand, aber mach dir davon eine Kopie. Wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, nehmen wir mal an, du würdest jetzt den, was weiß ich, den Liner deckend hättest du jetzt gerne anders, dann mach den hier zur Seite, duplizier dir und da, wo eine 1 hintersteht, den veränder dann. Ja, und dann kannst du ihn dir auch abspeichern, hier einmal resetten, aber ich würde dir empfehlen, den auch umzubenennen dann, damit du das Original nicht zerstörst. Du kannst natürlich, solange meine Seite existiert, wo die Pinsel hinterlegt sind, ganz normal, also sollte irgendwie das Internet mal abgeschaltet werden oder so, ist wahrscheinlich alles weg von jedem, aber soweit kannst du das dann alles benutzen und hier, wie gesagt, dir selber noch einstellen, wie du es gern hättest. Ja, ich hoffe, dass diese Übersicht dir geholfen hat, jetzt erstmal mit diesem Set durchzustarten. Und ich werde definitiv in der nächsten Zeit noch zwischen meinen normalen Tutorials auch noch Procreate-Tutorials mit reinnehmen, mit dem Aquarell-Set, mit dem Gouache-Set. Es kommen noch Boho-Stempel neu, an denen ich gerade arbeite. Und dann gibt es noch nächsten Monat gibt es schon ein Metallic-Set, was von alleine glitzert. Und ja, und an Gelly Rollpens arbeite ich aktuell auch noch nebenbei, beziehungsweise ich habe da schon so einen Entwurf und den wird eine liebe Kollegin dann mal für mich austesten und mir dann eine Rückmeldung dazu geben. Ja, ich bin gespannt. Also du siehst, hier ist einiges in Mache und ja, ich hoffe, dass dir dieser Einblick jetzt erstmal vielleicht auch die Kaufentscheidung erleichtert hat. Also das hier ist hier noch mal die grobe hier die Übersicht an den Pinseln und ne, das sind hier die verschiedenen Pinsel, die es gibt mit den verschiedenen Strukturen. Und ich denke, im Großen und Ganzen wirst du damit super gut zurechtkommen. Und wie gesagt, der eine Bonuspinsel, der wird nochmal hinzugefügt, spätestens beim neuen Update. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Und wenn du noch Fragen hast, scheu dich überhaupt nicht. Sprech mich an bei Instagram gerne. Auch hier antworte ich auf jegliche Kommentare. Ist gar kein Ding. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Du kannst mir auch einen Brief schicken, wie du gerne möchtest. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß und wir sehen uns bald. Bis dann. Ciao, ciao.